Hallo. Schönen guten Tag. Pedet Studio TV. Fragen, Antwort, zack, jetzt geht's los. Jedes Mal will ich winken und ich traue mich nicht, weil dann die Kamera wieder ausgeht. Nee, die geht nicht aus. Die geht nur an, wenn du winkst. Ach, die kann nicht ausgehen. Die geht nicht aus. Die geht nur an, wenn du winkst. Ach so, dann darf ich also winken. Ich sage ja immer, ich soll sich nicht bewegen zwischen den Dingern, weil dann, wenn die dann irgendwas macht oder so, dann wink, dann geht das Ding an, nicht aus. Du ahnst gar nicht, wie oft ich doof in die Kamera geguckt habe. In dem Moment, wo ich mit meinem Arm so Du kannst gar nicht doof in die Kamera gucken. Ja, danke. Okay. Ihr habt wieder ganz viele Fragen gestellt. Ja. Vielen Dank dafür. Neue Fragen bitte gerne unten in die Kommentare rein, denn dann beantworten wir die auch irgendwann. Wir arbeiten jetzt wieder ab, weil ihr sehr fleißig wart. Und wir legen gleich los. Und zwar, die nächste Frage ist, was haltet ihr eigentlich von der Aussage, dass Indies die Retter der Spielebranche sind? Ich glaube, der Indie-Markt ist der Zufluchtsort aller Entwickler momentan. So müsste man das sagen. Ja? Und ob das für alle auch wirklich aufgeht und funktioniert, das wird die Zeit zeigen. Also da wären wir nicht so weit, das so zu sagen. Also es ist eine Option, es ist eine Möglichkeit für uns, Mittelklasse-Wagenentwickler, wie wir damals waren, also Double-A-Spiele haben wir gemacht, tatsächlich dann auch weitermachen zu können, mit kleineren Budgets, mit kleineren Teams, das machen auch viele. Ja. Viele, unheimlich viele haben tatsächlich auch die Branche verlassen, ja. Sind dann in die Industrie gegangen oder haben ganz andere Sachen gemacht, ihren alten Beruf, den sie ursprünglich mal gelernt haben, gehen sie zurück und so weiter. Ja. Und für uns Entwickler ist es auf jeden Fall eine Option. Ob wir die Games-Branche retten, damit, das werden wir mal sehen. Also der Double-A-Sektor hat ja halt irgendwie das Problem, das ist dieses Uncanny Valley der Spiele. Ne? Mhm. Die sind halt nicht so wie ein Triple-A-Spiel, muten aber so an, so ein bisschen, ja, und müssen unheimlich viel Ansprüche erfüllen und werden dadurch unheimlich teuer. Indie-Titel haben diesen Anspruch nicht so und deswegen ist das vielleicht ein bisschen leichter, sage ich jetzt mal, in dem Segment auch mal ein Spiel zu veröffentlichen, was vielleicht auch mal ein bisschen goofy ist oder vielleicht jetzt nicht ganz perfekt top-notch, ja. Mhm. Aber bei Double-A ist es momentan so, dass es sehr schwierig zu verkaufen ist. Die ganz großen Spiele, die haben diese Probleme auch. Das heißt also, es gibt auch riesige Spiele, die rauskommen, die überhaupt keinen Erfolg hatten teilweise oder den nicht eingespielt haben, den sie eigentlich hätten gekostet haben. Mhm. Und das heißt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vor Gericht und auf hoher See momentan. Die Trends gehen mal hierhin, gehen mal dahin, ja. Es ist ja auch nicht so, dass das zu wenig Spiele auf dem Markt gibt, ja, sondern eher im Gegenteil. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage Spiele zu machen und so viele Menschen, die das dann tatsächlich auch umsetzen, dass es eher so eine Art Spiele-Schwemme auf dem Markt gibt und es für den Endkunden gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was ist denn jetzt für mich? Was will ich denn jetzt als nächstes? Und dann guckt man natürlich auch auf den Preis und solche Sachen. Also stellt sich natürlich die Frage, was muss denn da gerettet werden, damit man sagen kann, der Spielemarkt, das ist ein guter Markt für mich als Kundin oder so. Also da muss man tatsächlich überlegen. Es ist ein zweites Phänomen, das zum Beispiel jetzt dieses Jahr bei den Game Awards ein Indie-Titel gewonnen hat, und zwar Clair Obscur Expedition 33, ein sehr schönes Spiel, sehr gute Kritiken, hervorragende Userzahlen, das ist total durch die Decke gegangen und es gab einen sehr schönen Artikel der Gameswirtschaft dazu, den könnt ihr euch ja mal durchlesen. Von Petra Fröhlich. Ja, einfach mal Gameswirtschaft googeln. Und da steht so ein bisschen beleuchtet, kann man denn daraus etwas lernen für den Markt? Ja, kann man sich davon was abgucken? Und das ist immer sehr, sehr schwierig, weil der Markt an vielen Stellen halt die Regeln ändert ständig. Ja, und das heißt nicht automatisch, wenn man jetzt so eine Art Bausatz hat, dass automatisch das dann Erfolg verspricht. Und diese Unsicherheit, die der Spielemarkt immer mit sich bringt, damit muss man halt so ein bisschen dealen. Und ein Erfolgsgarant, schwierig, ja. Also lest euch gerne mal diesen Artikel durch. Das würde jetzt, glaube ich, hier unseren Zeitrahmen sprengen. Aber der es gewinnt spannend. Auf jeden Fall jährlich immer eine andere Art von Spiel. Total. So, ja, das ist immer anders. Das heißt, der Markt orientiert sich ständig um und um und um. Ja. Und das ist,
Spannend, ja. Wir setzen momentan auch auf den Indie-Markt und hoffen, dass er uns entgegenkommt. Mal gucken. Wir werden sehen, wie das dann in der Wirklichkeit ist. Ja, was bei diesem Spiel vielleicht klappt beim nächsten Mal nicht oder umgekehrt, man weiß es nicht. Richtig, da muss man immer ein bisschen echt überlegen, was kommt dann. Ja. So, dann schreibt jemand, ich finde euren Style extrem cool. Woher bekommt ihr eure Kleidung, Schmuck und sowas? Ihr habt von einer vorherigen Episode von Gothic Musik gesprochen. Was hört ihr denn da so? Ich finde die Szene ziemlich cool und bräuchte etwas Inspiration. Also wenn ich in die Szene gehe, trage ich Hosen, die ich mir selbst nähe. Das ist schon mal der erste Punkt. Weil es die nicht zu kaufen gab. Ich trage Flocati-Jacken, die sind schon über 30 Jahre alt, weil die sind aus den 90er teilweise von Orsay. Ja, meine Lieblingsjacke ist von Orsay tatsächlich und das zeige ich auch jedem, wenn du sagst, ja, guck mal hier, das ist schon. Heißt aber nicht, dass es sowas nicht gibt. Momentan hat New Yorker, der Laden New Yorker, tatsächlich auch solche Flocati-Jacken in diesem Style. Und die kommen wieder. Ne? Genauso wie die Schlaghosen. Wenn ich jetzt so normal rumlaufe, mit diesen hier, das sind Pistol-Hosen. Die haben die Marke Pistol mit diesem komischen Sheriff-Stern dahinter. Ja, die sind echt mega bequem. Ja, T-Shirts sind T-Shirts. Ne? Ich trage Größe S, weil die dann enger anliegen. Keine Ahnung, warum S, M, L, XL. Ich raff das nicht. Für mich sind die schmalen Shirts immer, aber ich will auch figurbetont tragen. Also ganz normale T-Shirts, die man so kaufen kann, so, ne? Oder die wir uns selbst gemacht haben. Das ist ja unser Kram hier. Ne? Genau. Was trage ich noch? Schuhe von New Rock. Das sind New Rock Schuhe, die ich trage, mit den Hochhacken und so. Die werden in Spanien produziert. Und die sind schweineteuer. Ja, die kosten aber die 200 halten auch lang. Euro aufwärts. Ne? Und das ist schon, irgendwie damals habe ich auch billigere gekauft. Aber sowas, das trage ich. Ja, was trage ich noch? Hier Schmuck, das ist Stahl, das meiste davon. Man kann auch viel stöbern einfach, wenn man einfach was googelt, ja, zum Beispiel sowas wie schulterfreie Pullover. Ja, wenn man schulterfreie Pullover googelt, dann findet man in der Regel dann schulterfreie Pullover. Und das ist wirklich ganz so pragmatisch kann es sein. Macht total Sinn. Und so habe ich zum Beispiel auch viele Oberteile gefunden. Einfach mal ein bisschen Zeit investieren und googeln. Okay, das war eine Frage, ne? Wir sind jetzt in Frage. Okay, ich dachte schon, sind wir schon irgendwie. Alles klar. Ja. Was reden wir denn hier? Okay. Ja, war ein bisschen off-topic, jetzt wieder zurück. Ah ja. Also, das ist auch eine Frage, die wurde sehr oft gefragt, deswegen muss sie jetzt mit rein. Und zwar die Frage, wie viel Druck ist von euren Schultern abgefallen, als die erneute Verschiebung von GTA 6 angekündigt wurde? Oder beeinflusst euch das gar nicht in eurem Zeitplan? Viele Leute haben diese Frage gestellt, weil ganz viele Leute Angst haben, dass wir jetzt auch automatisch unser Release verschieben, weil GTA ja jetzt verschoben hat. Hat gar keinen Einfluss darauf. Nein, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Nein. Wir wir würden jetzt immer noch vor GTA rauskommen, aber vor dem vorherigen Datum. Also hat sich für uns gar nichts geändert. Wir müssen einfach nur vernünftig fertig werden. Wir haben uns einiges vorgenommen. Und daran liegt es dann auch. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Ja. Ne? Und wenn das dann klappt, alles, dann ist super. Und wenn nicht, dann müssen wir halt noch mal in die nächste Runde. So einfach ist das. Dann müssen wir noch einen Monat dranhängen oder so. Und GTA ist jetzt weit weg gerückt. Das ist beruhigend, klar. Aber das hätten wir vorher genauso geplant gehabt. Und das hat keine Relevanz mehr. Das ist gut. Ja. Genau. Bedeutet für uns aber, wir sind immer noch in einem Release-Zeitraum vor Mai 2026 und das genaue Datum verraten wir euch auf Social Media, sobald wir sattelfester sind. Es ist immer super doof, wenn man ein Datum raushaut und es dann nicht halten kann, finden wir. Dann hat man sich drauf gefreut und dann... Man hat sich drauf gefreut, Leute warten drauf. Ja. Also das ist doof. Ja. Genau, darum lasst uns noch ein kleines bisschen Zeit. Vielleicht wissen wir es ja sogar schon, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber jetzt zur Aufnahme gibt's noch ein paar Hinkefüße. Also wir sind dabei. Ne? Aber keine Sorge, nein, das hat uns nicht beeinflusst. Bin mal gespannt, ob es andere beeinflusst, also vielleicht auch größere Studios, als wir es jetzt sind. Das ist natürlich spannend. Ja.
Dann gibt es eine Frage, und zwar, ich habe jetzt nur einen Ausschnitt rausgeschnitten. Da sagt jemand, also wenn man jetzt unser Spiel Kralon spielen wird man also auch einiges über die Welt erfahren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch mehr über den Helden. Mhm. Und die Antwort ist ja, aber selbstverständlich. Aber sowas von. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt natürlich ganz viele inhaltliche Sachen, gerade storyrelevante Sachen, die möchten wir vorher auch nicht erzählen, weil wir hoffen, dass ihr die erst im Spiel entdeckt. Weil das Ganze sonst so entzaubert und das finden wir schade. Ja, das ist marketingtechnisch vielleicht dann manchmal gar nicht so einfach, weil das Spiel Dinge zu bieten hat, die wir vorher einfach nicht verraten. Aber das hat auch den schönen Effekt, dass es vielleicht dann auch nochmal positiv überraschen kann an der einen oder anderen Stelle. Und darum müsstet ihr es euch dann angucken, um alles über die Welt und den Helden auch zu erfahren, was wir uns so ausgedacht haben. Ja. Ich glaube, das ist etwas Gutes. Genau, das ist die andere Frage, die ich vorhin schon beantwortet hatte. Genau, das hier haut jetzt total in die Kerbe. Da fragt nämlich jemand, wie ist euer Spiel gebaut? Wird das so sein, dass man am Ende einen zweiten Teil machen kann für eine Fortsetzung oder bleibt das Ende offen? Also wir würden doch jetzt nichts so kurz vor Release über das Ende unseres Spiels erzählen. Das macht doch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann zumindest sagen, wir haben uns was dabei gedacht. Ja? Ja, wir haben uns was dabei gedacht. Was denn? Das sag ich nicht. Ach so. Nicht jetzt, vielleicht später. Guckt euch das Spiel an, danach könnt ihr ja nochmal fragen. Gut. Aber wir hatten irgendwann bei irgendeiner Q&A in der Vergangenheit mal, da hatte jemand gefragt, was so eine Produktion von so einem Elex 1 großen Spiel ungefähr kostet. Da haben wir darüber geredet. Ja. Und jetzt gibt's eine Folgefrage dazu. Ja. Und diese Person, die hatte angenommen, dass man mit einem hinreichend großen Team das vielleicht innerhalb eines Jahres gebacken kriegt, das zu entwickeln. Und jetzt stellt diese Person die Frage, warum kann man so ein Spiel in der Größenordnung wie ein Elex nicht auf ein Jahr bekommen? Man kann doch unendlich Manpower einsetzen, 100 Autoren schreiben die Dialoge, die Sprecher werden engagiert, bevor die Dialoge fertig sind und so weiter. Warum geht das trotzdem nicht? Das ist so. Dinge lassen sich nicht skalieren, bis auf ein gewisses Gerüst, was stehen bleibt, weil das eine auf das andere folgt. Ja. Alleine die Lokalisation, das heißt also die Übersetzung der Texte, die dauert eben. Und solange das nicht übersetzt ist, kann auch kein Sprecher die übersetzten Texte sprechen. Die Technik, die Pre-Certifications, das heißt die Submissions von irgendwelchen Konsolen und so weiter, die sind in einer gewissen Reihenfolge und du bist mit externen Leuten hast du zu tun und das lässt sich nicht skalieren, ist nicht möglich. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Das eine folgt immer auf das andere und es gibt einige Sachen, die sind linear, die kannst du nicht parallelisieren. Ja, das ist stimmt. Nicht möglich. Also ihr müsst euch vorstellen, es passiert ja nicht alles gleichzeitig, sondern die Sachen, die sind verschachtelt. Wenn jetzt zum Beispiel unser eins sich eine Quest ausdenkt, es gibt aber noch kein Level dafür, dann kann man da noch keine Figuren aufstellen. Man kann da noch keine Items hinlegen, man kann da noch keine Monster hinstellen und so weiter. Da muss erstmal jemand den Level bauen, bevor man das überhaupt machen kann. Das heißt, jemand muss die Figuren bauen, jemand muss die Monster bauen, jemand muss den Level bauen, jemand muss die Items bauen und so weiter. Dann muss die jemand beschriften, aber die kann man auch erst beschriften, wenn sie da sind. Das heißt, das eine folgt auf das andere. Danach kann ich erst meine Quests aufbauen. Ja. Ich kann schon mal Dialoge schreiben, ja, aber diese Dialoge, die müssen danach ja erst, wie er richtig gesagt hast, übersetzt werden. Danach kommen erst das Testen. Ich kann ja nicht total ungetesteten Kram, ohne dass jemand jemals diese Quest gespielt hat, in die Sprachaufnahmen geben, weil dann wird einfach falsch aufgenommen. Ja, das heißt, wir müssen vorher testen, bevor wir die Sprachaufnahmen machen und so weiter. Das heißt, diese Dinge sind aufeinander aufgebaut. Und je größer das Spiel ist, in so einer Größenordnung, wie du dir das jetzt vorgestellt hast, wir haben allein für Elex 3 Monate gebraucht, um nur in Deutsch die Sprachaufnahmen aufzunehmen und die Sachen dann hinreichend übersetzt zu haben. 8 Wochen, nicht 3 Monate. Mit Übersetzung? Mit Übersetzung? Ja. Nee. Also ich dachte jetzt nur die deutschen Sprachaufnahmen. Die haben etwa 8 Wochen gedauert, ne? Also am Stück. Aber
Mit den Übersetzungen, ja, das dauert mindestens 3 Monate. Meistens mehr, also 5 würde ich sagen. So, ne? Mit den Übersetzungen dann nochmal das Rewriting und den ganzen Krempel. Das waren 350.000 Wörter und die dann auch in den entsprechenden Sprachen, hast du recht. Also mehr als 3 Monate, ja. Das ist auch so eine Sache. Du übersetzt zum Beispiel alles, wir entwickeln auf Deutsch. Dann übersetzt du alles auf Englisch, weil Englisch die Sprache ist, die alle können, ja. Und wenn man Englisch hat, dann muss noch mal irgendwelche Native Speaker im besten Falle ein Proofreading machen. Das machen wir jetzt bei Kralon zum Beispiel auf. Danke ans Team, ihr seid ganz toll. Und dann, wenn das Proofreading vorbei ist, dann gibt man die Sachen erst in die anderen Übersetzungen für die anderen Sprachen, weil die ja nicht aus dem Deutschen übersetzen, sondern in der Regel aus dem Englischen. Darum muss man beim Englischen besonders gut aufpassen. Und auch dann erst kann in Englisch was aufgenommen werden und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst das nicht kleiner machen, weil du diese Sachen nicht parallelisieren kannst. Und das braucht nun einmal bei dieser Größenordnung eines Spiels richtig Zeit. Außerdem ist es so, du willst ja auch erstmal etwas machen, dann willst du es jemandem zeigen, ob es cool ist. Dann willst du gucken, ob es mit dem Gesamtding auch noch irgendwie funktioniert und dann musst du auch noch irgendwie intern testen, dann musst du irgendwie dann nochmal das überarbeiten und so und dann musst du das Tuning festlegen, dann musst du gucken, dann muss das Pacing und so weiter. Die Dinge, die dauern. Es geht nicht parallel. Und vor allem mehr Leute heißt auch nicht unbedingt mehr besser. Das heißt einfach erstmal mehr Chaos. Ja, nee, ist wirklich so. Das heißt, wenn du 100 Experten hast und die sind alle super, ja, die haben alle ihren eigenen Stil, die arbeiten alle irgendwie aneinander vorbei, ne? Auf 7 Leute kommt ein Wasserkopf, auf 7 Wasserköpfe kommt nochmal ein Oberwasserkopf und so weiter. Also ein Mensch, der die koordinieren muss und die müssen sich auch nochmal koordinieren und ihr ahnt es nicht, wenn ihr nicht mal in so einem Klumpatsch gearbeitet habt, was das bedeutet. Das ist einfach super viel Koordination, ja. Ständig geht die Tür auf, ich hätte gern mal ein Problem und dann bist du da am Diskutieren, so, ja, und dann musst du gucken, dass die Leute dann auch Bock auf der Arbeit haben und das alles und in einem Jahr wäre das so, wir fangen jetzt an wie auf einer Galeere, links 2, 3, 4 mit der Peitsche dahinter, mit dem Hammer, weil wir müssen in einem Jahr fertig sein, das ist ein Betriebsklima, das will kein Mensch haben. Das heißt also, du willst auch eine gewisse Art von Arbeitspacing haben. Du möchtest halt zur Arbeit kommen, entspannt die Sachen angehen und dann dir auch Zeit lassen für Probleme, die auf dich zukommen und so weiter. Das ist super unangenehm. Das will keiner machen. Deswegen gibt es auch keine Spiele dieser Größenordnung, die innerhalb von einem Jahr rauskommen. Nein. Eher in der Größenordnung 4 oder 5. Ne? So ist das eben. Kann man versuchen. Klar, ne, aber da wird man scheitern. Es gibt ja auch Spiele, die schafft man innerhalb eines Jahres. Das sind aber kleine. Aber die sind viel kleiner skaliert. Die sind viel einfacher gestrickt. Und möglicherweise vielleicht auch weniger Leute, die daran arbeiten. Ja, unbedingt, weil das einfach Sinn macht, ja. Also wenn du etwas Kleines machst, es gibt auch Spiele, wir waren bei einer Game Jam, die war toll, die geht eine Woche, da machen Leute innerhalb einer Woche ein Spiel. Und das macht Spaß. Da sind coole Spiele, die rausgekommen sind. Richtig tolle Sachen. Könnt ihr Game Dev Week könnt ihr mal googeln. Da findet man solche Spiele, die innerhalb von einer Woche entstanden sind. Das heißt, ja, es gibt viel. Es gibt wirklich viel. Aber da muss man halt gucken, was für ein Spiel soll es denn, was für eine Art Spiel soll es denn sein? Und wenn es ein großes Rollenspiel ist, das irgendwie alles können soll, dann braucht das auch Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wenn das alles so einfach wäre, das ist schön, ne? Zack. Ja, ich finde es schön, sich das mal vorzustellen. Ich hoffe, die Person hat ein bisschen mehr Einblick gewonnen dadurch jetzt.